Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und heute gibt es wieder eine Runde Shakes and Fidget. Bevor wir auf die News gleich eingehen werden, vielleicht habt ihr es ja schon hier und da gehört, holen wir uns mal noch ganz kurz das Kalender-Level ab. Okay, das war das deutsche Up und das englische Up. Hat sich gerade komisch angehört auf jeden Fall. Und ja, ist bei uns natürlich auf F9 an einem anderen Tag als bei den meisten das Level Up kommt, da der Server irgendwie einmal geresettet worden ist oder irgendwie so und da hat sich der Kalender einmal zurückgesetzt gehabt. Deswegen ist das natürlich ein bisschen ärgerlich. Wir sind da ein paar Tage hinten dran. Ja, aber naja, was willst du machen? Wir holen uns das Level ab und erreichen somit Stufe 691 und damit fehlen uns nur noch 9 Level bis zur magischen Stufe 700. Ich freue mich schon sehr drauf. Jedes Level ja, werde ich jetzt versuchen so mitzubegleiten. Ich habe ein fettes Grinsen im Gesicht, weil ich kann es kaum abwarten, bis wir da die mächtige Stufe 700 da zu stehen haben. Das sieht bestimmt sehr cool aus, da freue ich mich schon drauf. Ich hoffe mal, dass auch alles mit den Plänen so aufgeht zum Legendary Dungeon und so weiter und so fort. Ihr kennt da ja mein Vorhaben, denn es kamen jetzt vor kurzem News dazu raus, dass sich das Ganze ein wenig vorschieben wird. Und ja, ich weiß nicht, wie das dann Auswirkungen auf den Winter-LD haben wird. Aber wir schauen erstmal in die News rein. Und zwar, denkt daran, dass ihr noch bis Samstag, den 24.08. beim Gaukler Goblin vorbeischauen könnt, um seine Eventaufgaben des Sommersammelsuriums für einen Legendary Edelstein zu vervollständigen. Ich hoffe, das habt ihr schon erledigt. Bei mir hab ich das schon gemacht. War sehr cool gewesen, gab auch ganz gut Gold und ein Bierchen jeweils hat auch sehr gut geschmeckt auf jeden Fall. Macht euch jetzt für die folgenden Wochenend-Events von Freitag bis Sonntag bereit. Coole Events am Start, Gold-Event, Hexentanz ist sehr nice und ja, der Rest ist natürlich Zusatz. Für mich jetzt nicht mehr ganz so interessant. Vorschau aufs nächste Wochenende. Legendary Dungeon, Glückstag, Hexentanz, Epic Event, Fest der Festung, Tag des heißen Eisens und Auraler Großputz. Ja, das ist natürlich eine Sache, der kam jetzt ein bisschen früher als erwartet. In fernen Echo hallen kryptische Stimmen aus unendlichen Tiefen in der Stadt wieder. Sie scheinen euch sehnsüchtig zu sich zu rufen. Ab Freitag, dem 30.08. und auf F9 bereits schon am 29.08. beginnt um 16 Uhr der neue Legendary Dungeon Abgründe des Wahnsinns. Werdet ihr ihrem Ruf folgen. Und dann hatte ich irgendwo noch eine Info gelesen. Genau, und zwar hier, kurze Vorwarnung, der nächste Legendary Dungeon wird am 30. August beginnen. Da dies außerhalb des regulären Zeitplans liegt, möchten wir euch informieren, damit ihr euch darauf vorbereiten könnt. Ist natürlich schön, dass wir uns darauf vorbereiten. Stellt sich für mich nur die Frage, warum wird das Ganze vorgezogen? Kommt da noch vielleicht dieses Jahr irgendwas mit dem wir so nicht gerechnet haben? Auf jeden Fall, was halt so meine Gedanken gleich wieder waren, sind, ja, dadurch, dass jetzt wir hatten ja jetzt schon 2 LDs dieses Jahr, ne? Ja, einmal zu Ostern und einmal zum Geburtstag, genau. Jetzt haben wir normalerweise den nächsten LD erst zum Halloween-Event und dann zu Weihnachten. So, jetzt wird der Legendary Dungeon von Halloween jetzt schon vorgezogen auf Ende August. Und da denke ich mir natürlich, okay, wenn der vorgezogen wird, dann wird der Winter Legendary Dungeon bestimmt auch vorgezogen. Denke ich mal. Es muss nicht sein, weil sich das von der Winterzeit her, so wie sie es bisher eigentlich immer gemacht haben, ganz gut angeboten hat. Deswegen kann man es nicht mit 100%iger Garantie sagen, ob es dann auch dabei bleibt, ob der andere Legendary Dungeon auch vorgezogen wird oder ob der halt eben so bleibt. Aber Fakt ist auf jeden Fall, dass der jetzige, der zu Halloween eigentlich kommt, jetzt schon Ende August auf einmal da ist.
Da wollte ich euch natürlich, damit ihr das auch mitbekommt, schon mal vorwarnen, beziehungsweise damit ihr euch darauf einstellen könnt, weil sich natürlich auch manche danach richten, wie sie ihre Dungeon-Pause und sowas auflösen wollen. Ne? Und das braucht natürlich dann halt auch eine gewisse Planung vorher. Und viele nehmen dann halt eben einen Legendary Dungeon zum Anlass, um sich dann dort eben auch gleich im Zuge dessen komplett neu equippen zu können, nachdem sie halt eben ziemlich viele Level gepusht haben. Und ja, demzufolge ist natürlich auch eine gewisse Vorwarnung dahingehend ganz gut. Ja, aber halt wie gesagt, ich wollte ja halt eben mit Stufe 700 mich neu equippen. Mal gucken, ob ich das trotzdem noch hinbekomme zum Legendary Dungeon im Winter, wenn der halt eben kommt, dass ich das trotzdem mit Stufe 700 irgendwie packe. Weil wenn der jetzt, weiß ich nicht, jetzt auch irgendwie keine Ahnung, einen Monat oder so vorgezogen wird, keine Ahnung, ich weiß es nicht, dann wird es da natürlich eventuell auch ein bisschen knapp werden. Ne? Also ich werde mich auf jeden Fall, egal welches Level ich haben werde, ich werde mich auf jeden Fall Ende des Jahres neu equippen. Das steht fest, das steht einfach fest, ja, weil ich würde dann nicht nochmal bis zum nächsten Legendary Dungeon warten, weil der halt dann erst wieder nächstes Jahr Ostern wäre und ich glaube, dann bin ich schon weit über Stufe 700. Ich meine, gut, was heißt weit? So viele Level mache ich jetzt nun auch nicht in der Zeit, ne? Aber ich denke mal, ihr versteht, was ich meine. Und ja, aber wir gucken einfach mal, wie sich das jetzt entwickelt. Ich bin gespannt und ja, vielleicht kriegen wir ja noch irgendein anderes Event, was wir jetzt so gar nicht auf dem Schirm hatten oder irgendein anderes Update folgt da jetzt noch dazwischen, weil es muss ja einen Grund haben, warum der Legendary Dungeon jetzt auf einmal vorgezogen wird. Ich kann es euch leider auch nicht sagen. Ich hatte jetzt auch nur die News gelesen und muss halt genauso Rätsel raten wie ihr. Ne? Also ja, ich weiß es nicht. Wenn ich es wüsste, würde ich es euch sagen. So, ne? Ja, aber das sind erstmal so die Fakten, mit denen wir arbeiten müssen. Ich werde natürlich, so gut es geht, Ende des Monats auch dann das Ganze wieder. Ach nö, jetzt haben wir den nicht bekommen hier. Ich werde es natürlich auch wieder livestreamen. Ne? Also wenn der Legendary Dungeon draußen ist, dann werden wir natürlich auch auf Twitch natürlich das Ganze wieder begleiten und livestreamen etc. pp. Und ja, da freue ich mich natürlich sehr drauf. Ne? Trotzdem bin ich halt ein bisschen verwundert, wieso diese Zeitverschiebung kommt und was eben da jetzt mit dranhängt auf jeden Fall. Ne? Vielleicht könnt ihr da irgendwas mutmaßen oder so, aber am Ende des Tages ist es halt eben auch nur Rätselraten und mehr können wir dazu erstmal so nicht großartig hinzufügen. Ne? Ja, gut, dann verskinnen wir jetzt noch warte mal, wir gucken mal noch ganz kurz in den Kessel. Haben wir hier noch was? Ich meine, ist natürlich ganz nice, dass wir jetzt auch wieder zwei Wochenenden, wir haben ja jetzt sogar, wenn ich recht überlege, haben wir jetzt, glaube ich, sogar 3 Wochenenden Hexen-Event, weil wir haben jetzt dieses, was jetzt kommt. Ja, dann, wenn der Legendary Dungeon anfängt, das Wochenende, haben wir Hexen-Event. Und eigentlich hatten wir es jetzt auch immer gehabt, dass wir zum Legendary Dungeon 2 Hexen-Events hatten. Einmal das erste Wochenende und das zweite Wochenende auch nochmal. Ja, also es könnte sein, dass wir jetzt wieder 3 Wochenenden in Folge Hexen-Event haben. Was natürlich ganz cool ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es wieder so, ja, wir hatten jetzt die ganze Zeit kein Hexen-Event. Jetzt haben wir irgendwie so 3 Wochenenden auf einmal. Und ja, ein bisschen regelmäßiger wäre cool, anstatt lange Zeit nichts zu haben und dann auf einmal 3-mal hintereinander, weil meistens sind ja nach dem ersten Hexen-Event sind ja die Inventars erstmal wieder soweit leergeräumt, sodass man erstmal nicht zwingend ein Hexen-Event braucht, noch ein neues. Ich meine, klar, natürlich, bietet sich natürlich immer an. Gerade zum Legendary Dungeon braucht man auch Hexen-Event, weil man da ja so viele Items findet und die will man natürlich auch nicht unter Wert verkaufen. Deswegen, ja, ich glaube, die News kam jetzt sogar gerade in-game hier, über die wir jetzt gerade hier geredet haben. Ja, deswegen das auf jeden Fall so erstmal dazu. Und ja, da auf jeden Fall, wie gesagt, wäre so eine Regelmäßigkeit definitiv cooler bezüglich des Hexen-Events. Ne? Jo, genau.
Ansonsten denke ich mal, geht das genauso wie euch. Also geht es mir genauso wie euch, dass das Inventar dann doch meistens aus allen Nähten platzt. Ja, alles klar, Freunde. Das soll es aber erstmal soweit gewesen sein. Ich glaube, das sind jetzt die News, die jetzt gerade gekommen sind, über die wir jetzt gerade geredet haben. Ja, das passt natürlich dann vom zeitlichen Aspekt her. Und ja, schreibt mir auf jeden Fall da mal eure Meinung in die Kommentare. Wieso, ja, vielleicht habt ihr da ja eine Meinung irgendwie, wieso das Ganze jetzt vorgezogen wird. Ich kann es mir nicht erklären. Wie gesagt, ich kann es mir vorstellen, vielleicht, weil noch dazwischen irgendwas kommt. Was anderes kann es eigentlich jetzt bald gar nicht sein, weil, ja, wenn irgendwas verschoben wird aus dem Rhythmus, dann muss ja irgendein anderer Faktor das Ganze ja beeinflussen, warum das Ganze so gemacht wird. Ne? Deswegen, ja, warten wir ab am besten. Ne? Jo, alles klar, das soll es soweit gewesen sein. Ich wünsche euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.